wollte jeden Fall diesen Pokal gewinnen. Das fühlst du, dass ich mache Tor. Das ist der große Auftritt von Detari. Und der Ball ist im Netz. Habe ich nur 30.000 Frankfurter gesehen. Das war ein super Moment. Und das Spiel ist aus. Treffpunkt Budapest, wo es nicht nur einen Verwandten des Appleboy Express zu geben scheint. Nein, hier lebt einer der größten Pokalhelden, den Eintracht Frankfurt je hervorgebracht hat. Lajos Detari und der erste Triumph in Berlin. Wir haben nach Berlin gegangen, deswegen wir wollten Pokal nach Frankfurt zu holen. 1988, der Kanzler heißt Kohl, es gibt noch die D-Mark und durch die Welt geht ein tiefer Graben zwischen Ost und West. In Ungarn war eine ganz andere Politik in dieser Zeit. Wie heißt das? Kommunismus. Aber in dieser Zeit, jüngere Spieler könnten nicht nach Ausland gehen und dort spielen. Von Budapest nach Frankfurt sind es rund 950 Kilometer. Für den 24-jährigen Lajos eine Weltreise. Am Riederwald merken sie sofort, wow, da ist ein Ausnahmekicker gekommen. Detari selbst wusste so gar nicht, wie ihm geschah. Gefragt hat ihn keiner, ob er das wirklich will. Aber einmal hat jemand gesagt, probieren wir vielleicht mit einem jüngeren Spieler nach Ausland lassen. Gehen, vielleicht sehen wir, was kann dort machen. Machen wir eine Probe. Und ich war dieser Spieler. Marschbefehl Frankfurt. War eine schwere Zeit, weil ich konnte nicht Deutsch sprechen. Und kann ich nicht unterhalten mit anderen Spielern oder zum Beispiel mit Zuschauern. Wenn hast du Probleme, musst du eine Lösung finden. Mit runden 60 blickt Lajos auf die Dienstreise in die damals noch geteilte Stadt. Schnäuzer und Popper-Frisuren sitzen besser als die braunen Ausgehanzüge zum Finale gegen den VfL Bochum. Detari tanzt seine Gegner aus, so schön wie kein anderer. Die Bochumer sind heute wie damals gerne der wacker malochende Außenseiter. In der Halbzeit platzt Uli Stein der Kragen. Wir haben ein bisschen erste Halbzeit geschlafen. Und deswegen hat Uli hat, ein bisschen Kritik gemacht für die Spieler. Aber hat er gut gemacht, muss ich sagen. Honvéd Budapest, Olympiakos Piräus, Pokalsieger in 3 Ländern. Der Titel mit der Eintracht brauchte im Halbfinale eben jenen Stein als Teufelskerl im Tor. Und Kapitän Körbel bedankte sich mehr als einmal bei seinem überragenden Torsteher. Denn ohne Uli Stein wäre die Frankfurter Abwehr an diesem Abend wohl zusammengebrochen. Wunder von Uli. Er hat allein gegen Werder Bremen gespielt, hat alles gehalten, also ein Weltklasse-Torwart. Und einen Weltklasse-Detari gegen Uerdingen. Traumhafter Schuss, bei dem es für Torhüter Kubik nichts, aber auch gar nichts zu halten gab. Das war vielleicht unser bestes Spiel, weil dort nicht ein oder zwei Spieler hat gut gespielt, sondern die ganze Mannschaft. Lajos Detari ist der beste Fußballer Ungarns seit der legendären Elf, die in den 50er Jahren trotz verlorenen WM-Finals das Maß aller Dinge war. Alle anderen Länder hat von Ungarn etwas gelernt. Wie die Mannschaft zusammengespielt, mit welcher Positionen zum Beispiel Puskás oder Hidegkuti gespielt. Und diese Zeit können wir das sagen, wir waren die Lehrer der Fußball. Die Dimension des Juwels aus Budapest wird Frankfurts Verantwortlichen um Manager Kraus schnell klar. Wohlfühlprogramm für die Detaris. Die ungarisch sprechenden Zeugwart Toni Hübler und Meisterspieler István Stani umsorgten ihn mit einer Auflage. Darfst du nicht mit ihm Ungarisch sprechen? Weißt du, und er hat mit mir nicht Ungarisch gesprochen. Nach den 6 Monaten, wenn ich konnte ein bisschen Deutsch, danach er hat mir gesagt, ja, ich habe alles gesehen und ich habe alles gehört. Was hast du gesagt, Ungarisch?
Und plötzlich verzaubert der virtuose Ungar die Eintracht. Sehenswerte Tore. So wie er schießt sie zurzeit keine, 11 hat er bisher erzielt und es sieht alles ganz leicht, locker, fast spielerisch aus. Eigentlich so, wie Fußball sein sollte, aber leider eben nur sehr selten heute noch ist. Natürlich hat Detari nach Frankfurt gekommen mit einer Ablösesumme 3,6 Millionen Euro Deutschmark. Natürlich alle wollten sehen, was er kann. Und erste 3-4 Monate habe ich viele Schwierigkeiten gehabt. Altherrenkick in der Heimat, Reminiszenz an den Beginn einer großen Karriere. Wenn ich war Kind, wir haben nicht zu viel Geld gehabt, aber wir waren glücklich. Jeden Tag nach der Schule, 6-7 Stunden, haben wir Fußball gespielt. Wir waren gute Freunde. Es ist der eine Moment im Pokal, der dich unsterblich machen kann. Nochmal Detari und Foul. Eine Bochumer hat mir gefallen. Der spätere Frankfurter Thomas Epp ganz nebenbei. Das war eine ideale Position für mich. Früher fühlst du das, dass ich mache Tor. Haben Sie solche Tore von Detari schon öfter gesehen oder ist es einmalig in der Art wie? Also ich sehe sie tagtäglich im Training. Trainer Kali Feldkamp hat an ihn geglaubt, der Boulevard davor oft gespottet. Er spielt wie eine Stradivari ohne Seiten. Das war ein Traumtor, mehr kann man dazu nicht sagen. Prima gemacht von Detari, der in Frankfurt einen schweren Stand hat. Ja gut, was für ein Klasse-Spieler er ist, das hat er in einigen Situationen angedeutet, nicht nur bei seinem Tor. Die Cinderella-Story vom Pokalsieg nimmt ein jähes Ende. Juventus Turin will Detari für 13 Millionen, Piräus bietet 19. Die Fans sind traurig über den Abschied, Lajos über das Ziel. Ich bleibe in Frankfurt. Das war eine schlechte Zeit für mich, weil natürlich, wenn kannst du gehen nach Juventus Turin, ist ganz anders wie gehen nach Olympiakos Piräus. Und das war gut für Eintracht, auch für Ungarn. Und Lajos war ein Pionier, der Erste in bunten Schuhen. Damals eine Revolution. Viele Spieler haben mir das erste Mal gesehen, hat gelacht, weißt du, und ich war nervös. Wenn fühlt nicht gut mit einer Schuhe, dann kannst du nicht gut spielen. Untauglich für den goldenen Schuss seiner Eintrachtzeit. Mit der alten Schuhe, nicht mit der ungarischen Nationalfarbe. Emotionale Eintrachtbilder, dafür reichten klassisch schwarze Treter eines Genies. Wird das der große Auftritt von Detari? Und der Ball ist im Netz. Genialität wie seit Krabi nicht erlebt. Habe ich 2 Schritte gemacht, geschossen und sofort gegangen, weil ich wusste, das ist Tor. Lajos Detari mit dem 1:0, die 81. Spielminute. Die Frankfurter Eintracht wird zum 4. Mal in ihrer Vereinsgeschichte deutscher Fußball-Pokalsieger. Wir haben den Lajos im Endspiel gesehen. Ich war ein junger Mann. Ich wollte in jedem Fall diesen Pokal gewinnen. Und das Spiel ist aus.